Ich wurde eingeladen, zusammen mit 100 Spielern in einer Minecraft-Fallout-Apokalypse zu überleben. Innerhalb von 7 Real-Life-Tagen werden alle Spieler versuchen, in der strahlenverseuchten Welt um ihr Überleben zu kämpfen. Es gibt riesige Orte zu entdecken und starke Waffen zu finden. Wer wird die Kontrolle über die Map erlangen? Die Brotherhood of Steel oder doch die Raider? Sei dabei, wie ich versuchen werde zu überleben und wie ich mich eines dieser Teams anschließe und dadurch in einen verheerenden Krieg hineingezogen werde. Willst du bei so einem Event dabei sein? Dann joine gerne meinem Discord-Server und folge mir auf Instagram. Viel Spaß mit dem Video. Bevor es aber losgeht, noch vorneweg, vielen Dank an Protagons, der dieses Event organisiert hat. Er und sein Team haben mehr als 2500 Stunden an der Map und an der Vorbereitung gesessen. Schaut also gerne auf seinem Kanal vorbei. Ich bin irgendwo im Nirgendwo aufgewacht und musste mich erst einmal orientieren. Da jeder Spieler, auf den ich hier treffen würde, ein potenzieller Gegner sein könnte, musste ich mich beeilen. Vor allem brauchte ich erst einmal Holz und musste mir dann die ersten Werkzeuge herstellen. Ich wusste, dass es hier irgendwo in der Nähe 3 riesengroße Städte geben musste. Ich nahm meine Beine in die Hand und rannte los. Vor mir lag eine verstrahlte Umgebung. Wie ich hierher gekommen war, wusste ich nicht mehr genau. Ich wusste nur, dass ich aufpassen musste, denn wenn ich etwas Falsches essen würde oder zu lange im Wasser sein würde, würde ich etwas von der Strahlung abbekommen. In der Nähe fand ich eine Straße und auf dieser befand sich ein alter Transporter. Ich war mir sicher, dass sich hier etwas befinden würde, was ich gebrauchen können würde. Maybe if I find some loot here, that would be pretty nice. Wait, I need some blocks to get up. And something. Oh, sorry. I'm so sorry. I didn't mean to hit you. Good. What is your name, my friend? Oh, my name's Leo. Hello, what's your name? My name is Luke. Nice to meet you. Nice to meet you too. Leo und ich unterhielten uns ein wenig. Wie auch ich war er ein Überlebender in dieser strahlenverseuchten Welt. Wir wussten natürlich nicht, ob wir uns gegenseitig trauen können würden, aber entschieden uns vorerst zusammen zu reisen, denn schließlich wäre man zu zweit sicherer als allein. Wir wussten, dass Holzwerkzeuge uns nicht weit bringen würden, von daher fingen wir an, uns mit Steinwerkzeugen auszustatten. Aber das Problem an der ganzen Sache war, wir konnten uns lediglich nur eine Steinspitzhacke herstellen. Für Steinschwerter oder Steinäxte gab es keine Möglichkeit. Wir hatten also noch nicht einmal Waffen, mit denen wir uns hätten verteidigen können. Und da wir weder Waffen noch andere Gegenstände für unseren Schutz hatten, liefen Leo und ich weiter. Während wir unterwegs waren, erzählte mir Leo von einer Vault, die hier ganz in der Nähe gewesen sein musste. Eine Vault, so sagte er mir, sei ein unterirdischer Bunker. Diese wurden vor der Apokalypse errichtet und dienten zum Schutz für die Leute, die es sich leisten konnten, sich dort einen Platz zu erkaufen. Sollten wir eine dieser Vaults finden, gäbe es dort bestimmt einiges zu holen. Die Straße vor uns wurde immer gefährlicher, denn jetzt tauchten mutierte Wildschweine auf. Wir mussten aufpassen, diesen Dingern nicht zu nahe zu kommen. Deshalb rannten wir weiter und vor uns erstreckte sich ein riesiges Gebäude. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um ein ehemaliges Gefängnis. Wenn wir Glück haben würden, dann gäbe es in diesem Gefängnis vielleicht noch ein paar Waffen der ehemaligen Wärter. Wir entschieden uns kurzerhand, das Gefängnis zusammen zu erkunden. Oh, that looks like a prison here. Whoa. Like this. I think we. Oh wait, no! I hear a pig. No. Help! Where are you? I'm inside the bus. Oh no! I don't want to die. Wait! I need to get out. Wait. Maybe I'll just build up. Ich konnte mich aus dem Bus befreien und dem Wildschwein entkommen. Durch die Barrikaden, die es am Eingang des Gefängnisses gab, konnte dieses mutierte Wildschwein nicht in das Gelände des Gefängnisses eindringen. It is so dark in here. Oh, Leo, watch out! Oh, let's get out. Oh my god. Yeah, no, I'm not going in there. Oh, wait, maybe let's go to the tower over there. I saw that. There must be something on top of this tower. And there's nothing up here. Wait. That cannot be. Oh, here's a chest, but it's empty. Durch den radioaktiven Regen waren wir vorerst im Gefängnis gefangen. Glücklicherweise kam keiner dieser Ghule nach draußen, um uns zu jagen. Wir waren hier also relativ sicher. We definitely need to watch out for the rain. I think the radiation is going to be very, very strong if we go outside now. Let's just wait. Während wir darauf warteten, dass der Regen aufhören würde, hatten ein paar Überlebende beim Haupteingang des Gefängnisses ein großes Problem. Als Leo und ich im Gefängnis waren, war auch diese Gruppe unterwegs gewesen und alle Ghule, die bisher im Gefängnis waren, machten Jagd auf diese Gruppe. Davon bekamen wir anfangs gar nicht so viel mit. Erst als diese Gruppe an unserem Gefängnisturm vorbeigerannt kam, wussten wir, dass etwas nicht stimmen würde. Wir überlegten uns, mit den anderen Überlebenden in Kontakt zu treten. Das war uns aber etwas zu riskant, denn wir wollten nicht ausgeraubt werden. Whoa. There's loads of them. They're probably friendly. There are a lot of people. Wait, let's make a double sneak. So we can say we are friendly. Trotz des radioaktiven Regens liefen Leo und ich los, denn wir wollten nicht länger im Gefängnis bleiben. Vor allem jetzt, wo die ganzen Ghule aufgescheucht wurden. Wir entschieden uns erst einmal, der Straße vor uns zu folgen. Vielleicht kämen wir ja irgendwo an, wo wir unser Lager aufschlagen könnten. Wir liefen durch eine Sumpflandschaft. Leo sagte mir, dass es hier in der Nähe eine Deathclaw geben würde. Was es mit diesem Monster auf sich hat, werde ich später noch am eigenen Leib erfahren müssen. It is so swampy here. I mean, at least we get some... Oh, here's another road. Here's another road. Maybe... Oh, wait, Leo, I have an idea. So, I give something to you, and you keep this in your pocket. It's the sunflower of friendship. I'll keep it in my country the whole time. With that sunflower, we swear we're not gonna betray each other, okay? Oh, here's another car. Oh, Leo. There's something over there. A settlement or something. Oh, maybe some people here. Let's go there. Maybe we can find something.
Wir fanden ein errichtetes Lager, was einer kleinen Gruppe gehört hatte. Hier und da gab es Zeichen des Kampfes und schnell wurde mir klar, was die Ursache dieses Kampfes war. Ein großer, mutierter Bär lief umher. Oh no, a bear! No, no, no. Let's get out of here. Oh, no, that's too dangerous. Oh, no, 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 no. Wait, I come to the other side. Wir nahmen alles, was wir finden konnten, mit und setzten unsere Reise fort. Leo und ich waren erleichtert, als wir die ersten Anzeichen einer Stadt sahen. Die Stadt, die vor uns lag, war Lafayette. Eine Stadt, in der wir hofften, auf freundlich gesinnte Menschen zu stoßen. Wir konnten aber nicht ahnen, dass diese Stadt bereits von einer Gruppierung kontrolliert wurde. Welche Gruppierung das war, würden wir später noch herausfinden. Aber vorher mussten wir versuchen, so viele nützliche Gegenstände wie möglich aufzutreiben. Oh, it's a village or something. Maybe we are lucky and nobody has been here. Oh no, that door is closed. We cannot go inside. This is no one's base. No one has a base already. You think so? No one has a base? This place is huge. Oh wait, there are some lights in here. What is this? There's a very big building in front of me. Leo? Leo, where are you? Uh-oh, I think I lost Leo. Wait. No, Leo! Wait, I have to pray to the holy sunflower. Oh no, I lost him. That cannot be. Oh, Leo, that's your voice. Oh, where are you? I lost you. Oh my god. Oh, there you are. Hello. Oh my god, look what I found. Look what I found. Oh my god. Oh yes, but there's no ammunition. Not for me. Let's keep it a secret, okay? Oh, people. Oh no. Don't. Oh no. Hello. Hello. Back off. Yo, you back up. Okay. Put my gun down. Okay, Alright, yeah, we're chill. We're good. Wie sich herausstellte, wollte diese Gruppe kleinere Gruppen überfallen und ausrauben. Leo und ich nahmen die Beine in die Hand und rannten los. Da ich noch meine Waffe hatte, zwar ohne Munition, traute sich diese Gruppe nicht, uns zu folgen. Da wir eine große Menge an nützlichen Gegenständen gefunden hatten, entschieden wir uns, Lafayette wieder zu verlassen. Denn schließlich gab es hier immer noch diese Gruppe und sollten sie noch mehr Waffen finden, dann würde sie auch nicht mehr mein Jagdgewehr abschrecken. Ganz in der Nähe von Lafayette gab es eine verlassene Farm. Vielleicht gäbe es ja hier noch Konserven, die zurückgelassen wurden. This seems like a farm or something. We'll maybe find some loot or something. Oh, Leo, everything good? Wait, can we? Yeah, no, I just got full damage. Oh, full damage, okay. Can we like find out where we are based on this thing? This is south of the city we're in. Was wir nicht wussten war, dass auf dieser ehemaligen Farm Schweine gehalten wurden. Diese Schweine sind, genauso wie die Wildschweine im Wald, durch die Radioaktivität mutiert. Aber nicht nur das, sie hatten lange nichts gegessen und waren hungrig. Wait, can we get the motor of the car? Wait, be careful. That's interesting. Oh, that's weird. Oh. Oh. It broke like 5 seconds. One redstone. One redstone. Interesting. It was totally worth it. Oh, what is this? Wait a second. Does look promising, but I'm also so scared of this. Let's go. Wir erreichten das Hafengelände von Houston, einer der größten Städte in der Umgebung. Wir waren überrascht, was hier alles auf uns gewartet hatte. Wait, what is this? Now Oh this my looks god, serious. look at this. Is this armor? Can we take? Oh my god. Yes, this is. armor. Wait. Yeah. Oh, we're not strong enough. Oh no, it's not. Do you need like the whole thing? Oh my god. Oh. You're a machine. Am Zaun, durch den wir zuvor gekommen waren, trafen wir eine Person, die sich mit Petro vorstellte. Leo und ich entschieden uns, ihm zu vertrauen und somit bestand unsere Gruppe aus 3 Personen. Petro erzählte uns, dass wir uns am Rand von Houston befanden. Diese Stadt war früher dafür berühmt, eine Magnetschwebebahn gehabt zu haben. Alte Teile dieser Bahnstrecke würde man immer noch vom Boden aus in der Luft erkennen. Und von dem, was Petro bisher mitbekommen hatte, waren in dieser Stadt nicht viele Menschen unterwegs. Da wir nun zu dritt waren, wollte er mit uns die Stadt noch etwas weiter erkunden. Leo, we need a place to hide. Fast. You get on top of a building, maybe? Alright, let's build up here. Wait, I have some blocks with me. Okay, maybe let's jump on the fence and then on the rooftop. Oh, let's go. Oh, no, the bear's behind you, Pedro. We're on the roof. Pedro, watch out. And also on the roof. Vor uns lag der Hafen, der mit Gulen gefüllt war, und hinter uns waren Bären und mutierte Schweine, die auf der Jagd nach uns waren. Wir mussten uns so schnell wie möglich einen Weg nach oben suchen und kletterten gemeinsam auf die Zäune und auf die Container des Hafens. Leo, come here. Chasing me. Try to jump. Wait, I'm gonna break the block behind you. Let's go. Okay, let's do it like this. How did the bear get on the roof? Oh my god. There are so many ghouls here. Wait, over there is a tower. Wait, is it worth to fight the ghouls? Oh, Leo, please watch out. Da wir keine andere Möglichkeit hatten, warteten wir auf einem Container bis zum Morgengrauen. Petro hatte beobachtet, dass die Ghule kein Sonnenlicht vertragen würden. Wenn jetzt also bald die Sonne aufgehen würde, dann müssten sich diese Dinger zurückziehen und wir könnten weiterlaufen. Okay, let's go. Let's just run. Let's just run to the tower. Oh, we're in the like water area. Oh, it's all flooded here. Wow, that looks pretty amazing, to be honest.
Der Hafen von Houston war ein sehr gefährliches Gebiet, denn ein Großteil stand komplett unter Wasser. Wir mussten also genau hinschauen, wo wir langlaufen würden, denn nur die kleinste Berührung mit dem Wasser würde uns mit Radioaktivität verseuchen. Wir verwendeten einen Großteil der Gegenstände, die wir gefunden hatten, um uns daraus eine Brücke zu bauen. Damit konnten wir wenigstens einigermaßen das Wasser überqueren, aber das brachte uns auch nicht so viel, denn ein Großteil der Häuser waren bereits überflutet. Vielleicht würden uns ja Boote weiterhelfen. Alright, who is ready to set sail? I got some boats for us. Alright, let's go. Let's go. Oh no, the radiation. It goes up so fast. Let's get out of the water. Oh my god. We need to be very, very careful to not touch the water. Wait, this is a container or something. So there's probably not stuff there if you can't. Oh no, let's go. Oh, there's a person over there. I have a sign of our friendship. Wait, Pedro, a poisonous potato for you and for you also, Leo. Okay, yes. So we are the 3 poisonous potato. We're not gonna betray each other. Other ones. Oh, we already got potatoes. Die ersten Ghule tauchten auf, aber da wir zu dritt waren, konnten wir uns um einzelne, umherirrende Ghule einfach kümmern. Petro warnte uns, dass Houston voll von diesen Dingern war. Aber da sie die Dunkelheit bevorzugten, waren sie meistens in den U-Bahn-Stationen. Nur ab und zu kamen sie ans Licht. Wir dachten uns, dass es sehr gefährlich wäre, einfach so auf den offenen Straßen umherzulaufen und bauten uns deshalb am Rande eines Gebäudes nach oben. Von hier aus wäre es sicher einfacher, das Gebäude zu betreten. Und so war es dann tatsächlich auch. Wir befanden uns in einer Art Lagerhaus. Leo und ich sahen auf der anderen Seite der Straße weitere Personen. Wir mussten unbedingt aufpassen, hier nicht gefunden zu werden, denn schließlich hatten wir immer noch keine Ahnung, welche Gruppen sich alles in dieser Stadt aufhalten würden. Ich gab Leo eine der Waffen, die ich gefunden hatte. Wir hatten zwar beide keine Munition, aber immerhin könnten wir die Waffe zum Drohen verwenden. Da wir uns jetzt mitten in einem Gebäude in der Stadt befanden, brauchten wir keine Sorge mehr zu haben und auf der Straße auf andere Gruppen zu treffen. Wir mussten nur aufpassen, nicht zufällig auf ein Lager der anderen Gruppen zu stoßen. Aber solange wir nur langsam und vorsichtig vorangingen, konnte uns nichts passieren. Wir stiegen die Treppen des Gebäudes, in dem wir uns befanden, immer weiter nach oben, bis wir schließlich das Dach erreichten. Von hier oben hatte man einen sehr guten Blick auf die anderen Gebäude und auf die Straße. Erst von hier oben wurde uns klar, wie gefährlich die ganze Situation war. Da die anderen Gebäude zu weit entfernt waren, wollten wir eine Brücke bauen. Jetzt mussten wir hoffen, nicht von anderen hier oben gesehen zu werden, denn so eine Brücke erkennt man leicht, selbst wenn man unten auf der Straße umherläuft. Wir versuchten, so wenig Lärm wie möglich zu machen und kletterten von Dach zu Dach. Wir fanden einen Ort, der sicher zu sein schien und kletterten dann vorsichtig vom Dach. Wir mussten aufpassen, dass nicht plötzlich das Dach einstürzen würde. Außerdem wussten wir auch nicht, ob in diesem Gebäude Ghule leben würden. Oh, what is this? Oh, it seems like a church or something. Praise thy holy name. Oh, and the bridge over here. Wait, people. Let's go over there. I think we're gonna find something. I think we're gonna find something in this building. Wait, maybe I can. No, jump. I'm not trying to jump that. No. If we fall down, What the that's bear it. just fell down. Wait. What? A bear just fell down? What was that? From the rooftop or what? Oh, watch out! There's some people down there. Hello? Hello. Hello? I think they don't have a good time right now. Oh, we can let them go past. There's no way they can hear us. Jetzt waren wir froh darüber, oben auf den Dächern zu sein, denn wir sahen, wie eine kleine Gruppe in den Straßen von Houston von mutierten Wildschweinen verfolgt wurden. Vor allem in der Nacht ist sowas sehr gefährlich, da man schnell den Überblick verliert und nicht genau weiß, wo man hin soll. Oh, this is horrible. Oh, Leo, let's be careful here. If you fell down, it's gonna be a long way. Okay, then let's go. Auf einmal hörten wir einen Schuss ganz in der Nähe. Und tatsächlich befand sich eine andere Person auf der Magnetschwebebahnstrecke, der seine Waffe auf uns gerichtet hatte und feuerte. Wir rannten so schnell wir konnten in das nächstgelegene Gebäude. Ich musste aufpassen, bei dem Sprung zum Gebäude nicht nach unten zu schauen. Wir befanden uns so weit oben, dass jeder Fehltritt fatal sein würde. Wir hatten aber Glück, denn die Person schien nicht mehr Munition zu haben und verfolgte uns auch nicht weiter. I'm gonna roll and pin it. You're gonna roll pin it? I mean, at least we have some weapons now. Oh, watch out, Leo. Oh, wait, we get radiation. I think it's not a good sign to fight against ghouls. That one Oh, didn't. let's get out of here. Oh, from killing them? I think so. I think we get radiation from killing them. Oh. Es war an der Zeit, auf die Straße zu gehen und die Stadt noch etwas weiter zu erkunden. Zwar konnten uns am Tag andere Spieler leichter sehen, dafür würde es aber auch nicht so viele Ghule oder andere gefährliche Kreaturen geben. So war jedenfalls der Gedanke. Aber als dann auf einmal ein Bär auftauchte, mussten wir kämpfen. Oh, Pedro! Oh no, Pedro, wait, we're gonna help you. Fight the bear! We're gonna get the bear. Let's go! Oh my god, we did it, let's go! Uns fielen die ganzen Autos auf der Straße auf. Viele von ihnen hatten noch einen Motor und wenn wir es richtig anstellen würden, dann könnten wir Teile des Motors ausbauen und das Eisen, was wir daraus gewinnen würden, für Rüstungen oder Werkzeuge verwenden. Bisher hatten wir nur ein Nudelholz als Waffe. Das war immer noch besser als die Fäuste zu verwenden, aber wir brauchten unbedingt noch etwas Besseres. Hoffentlich könnten wir irgendwie das Eisen, was wir hier gefunden hatten, verarbeiten.
Wir hatten nicht damit gerechnet, dass einige Motoren noch Öl hatten und durch das Abbauen explodieren würden. Leo wurde durch die Explosion vom Wagen weggeschleudert, aber ich konnte schnell die Flammen löschen und ihm wieder auf die Beine helfen. Glücklicherweise hatte er sich dadurch nichts gebrochen, geschweige denn noch eine schlimmere Verletzung erlitten. We need to be very, very careful. Oh no, not again! No, Pedro! Oh no, Pedro! Wait, where is he? Oh, yeah, I've got it. You got him? Okay. Oh my god. Okay, so one person of us to stay away from those motors. Das Abbauen der Motoren hatte sich gelohnt, denn wir fanden dadurch einen Powerkern. Mit diesem würden wir irgendwie die Power Armor antreiben können. Wir wussten aber nicht, wie wir den Powerkern in die Rüstung integrieren mussten. Wir mussten uns Leute suchen, die darüber mehr Ahnung hatten als wir. Denn schließlich hat man ja nicht alle Tage etwas mit Vorkriegsausrüstung zu tun. Wir verließen wieder Houston, denn dort war es uns nicht ganz geheuer. Zum Glück haben wir aber in den Gebäuden dort Munition und funktionierende Waffen gefunden. Dadurch waren wir jetzt etwas besser im Angriff, aber da noch keiner von uns Rüstung hatte, mussten wir immer noch aufpassen, nicht von Ghoulen oder anderen Wildtieren angegriffen zu werden. Wir fanden ein paar Schafe und mit Hilfe einer Schere konnte ich etwas Wolle von den Schafen scheren. Mir fiel aber auf, dass die Radioaktivität in meinem Körper immer weiter anstieg. Lag es vielleicht an dem Nebel, der seit einiger Zeit aufgetaucht war? Vielleicht wurde ja über die Wasserpartikel im Nebel die Radioaktivität verteilt. Wir mussten schnell weiter, bevor es für uns zu gefährlich werden würde. Der Boden war matschig und wir konnten durch den Nebel kaum etwas erkennen. Jeder von uns dreien war in voller Alarmbereitschaft. Lange konnte das so nicht weitergehen, denn unsere Energie war langsam am Limit und wir brauchten einen Ort, an dem wir endlich etwas schlafen können würden. Wir folgten weiter der großen Straße und erreichten eine Auffahrt zu einer Autobahn. Das würde uns das Reisen deutlich vereinfachen, aber als wir die Auffahrt weiter nach oben liefen, sahen wir, dass hier bereits ein großes Lager aufgebaut wurde. Die Siedlung, die auf dieser Brücke gebaut wurde, trägt den Namen Junction. Sie wurde schon vor einiger Zeit errichtet und diente als Handelspunkt für umherreisende Ödlandbewohner. Aber merkwürdigerweise befand sich außer uns niemand in dieser Siedlung. Das glaubten wir zumindest. Oh, I hear some voices. Hey, I hear some voices. Follow me. Thank you. I think they're below us. We need to be very careful. Hey guys, come on. Oh. I'm gonna follow the person. Hold up. Oh! No, let's go. Yeah. Da die Gefahr unter uns und nicht oben bei uns in der Siedlung war, erforschten wir diese Siedlung noch etwas weiter und fanden einen Waffentisch. Hier würden wir uns Munition herstellen können, aber keiner von uns hatte genügend Materialien dabei. Da die Schüsse, die wir zuvor gehört hatten und die anfangs noch recht weit entfernt waren, immer näher bei uns zu hören waren, entschieden wir uns, Junction wieder zu verlassen. Hier wäre kein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Vor allem war die Gegend immer noch radioaktiv verseucht gewesen. Wir hatten aber Glück, denn nach einiger Zeit hatte sich das Wetter wieder gebessert. Die Regenwolken verschwanden und die Sonne kam wieder zum Vorschein. Wir mussten uns also vorerst keine Gedanken mehr über den radioaktiven Regen machen. Oh, okay, you're gonna try your chances, Leo. Okay, let's try it. Wait, you can mine it. Okay, I start. I do the first one. All right. Oh, block of iron. You do the second one. There's another one. Let's go, Leo. It's your turn. My guy. Uh-oh. Oh, we are safe. Oh, more. One more. Do it again. And one I'm more. gonna just keep going. One more, okay? In der Nähe des abgestürzten Helikopters fanden wir eine kleine Siedlung. Es sah schon fast so aus, als wären hier Militärbaracken gewesen. Das mussten wir untersuchen, denn wenn hier wirklich früher das Militär gewesen war, dann würde das bedeuten, dass es hier irgendwo noch Waffen und Munition geben musste. Let's check out the buildings here. Maybe we find something. I hope so. I don't know if this place is already looted. Oh, there's a barrel here. Oh, I found the shotgun. Oh, nice. What's that use? Wir erreichten Alexandria, eine kleine Vorstadt, die zu der Metropole Dallas führen würde. Da Alexandria nicht allzu groß war, wollten wir hier irgendwo unser Lager aufschlagen. Sollten wir nicht doch noch zufällig auf eine andere Gruppe stoßen. Und wie der Zufall es so wollte, trafen wir auf 2 Überlebende. Aber diese schienen etwas verwirrt zu sein, denn sie stritten sich um eine Dose Bohnen. You see someone who stole my beans? Where is it? I swear I didn't do it. You come here. You come here. Where do you think you're going? Wir ignorierten die beiden und versuchten unser Haus, was wir gefunden hatten und für uns beanspruchen wollten, so gut wie es ging abzusichern. Hier könnten wir dann erst einmal all unsere Gegenstände lagern und hätten einen Ort, zu dem wir immer wieder zurückkommen könnten. Damit das Haus wirklich sicher sein würde, mussten wir alle möglichen Eingänge absichern und verriegeln und nur eine Tür als Zugang lassen. Während wir noch dabei waren, alles richtig abzusichern, stellten wir mit Erschrecken etwas fest. Der Bereich, in dem das Haus stand, war eine radioaktiv verseuchte Zone. Hier konnten wir auf keinen Fall bleiben. Deshalb mussten wir wieder unser Hab und Gut packen und uns auf den Weg machen. Während wir wieder liefen, unterhielten sich Leo, Petro und ich. Petro gehörte zu einer ehemaligen Vault. Die Vault wurde von einer bestimmten Gruppierung aufgebrochen und überfallen. Naja, aufgebrochen stimmt nicht ganz. Innerhalb der Vault gab es Bewohner, die irgendwie mit der Außenwelt Kontakt halten konnten. Petro kam gerade so mit seinem Leben davon und war deshalb alleine hier im Ödland unterwegs. Nach seiner Aussage gab es hier draußen 3 große Gruppierungen, die über die Vorherrschaft der Städte kämpfen. Petro sagte uns, dass wir uns irgendwann für eine Gruppe entscheiden müssen, damit wir hier draußen im Ödland eine Chance auf Überleben haben würden. I think the building should be already... Oh, no, a bear! Oh, help! People, there's a bear inside. Yeah, shoot him down! You're on our property, Mr. Bear!
Dude, how much? Oh, this is still here. Nachdem wir das neue Haus fertig abgesichert hatten, gingen wir 3 schlafen und unterhielten uns noch eine ganze Weile. Mitten in der Nacht wurde ich von einem Schuss geweckt. Hatte ich das nur geträumt? Ich weckte Leo auf und bemerkte, dass Petros Schlafsack leer war. Draußen war es dunkel und wir irrten umher und riefen Petros Namen. Als sich meine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich, was es war. Es war Petro. Er hatte es nicht geschafft. Er wurde von irgendetwas getroffen. Jedenfalls ging ich davon aus, denn wenn ihn Gule erwischt hatten, dann wäre nichts mehr von ihm übrig. Rest in peace, Pedro. Okay, let's. Do you have your poisonous potato? Yeah, Let's throw it there. I'll put it on the grave. Pedro, you will be remembered. 1 shot for you. 1 shot for you. Yeah, that's for Pedro. We're gonna avenge you, Pedro. We're gonna find who killed you. I promise you. On the life of Leo. Wait, what? What? Wait, what? No, on your life. Wir konnten unseren Augen kaum glauben und gingen zurück zum Haus. Wir nahmen so viel mit, wie wir tragen konnten und machten uns auf den Weg, einen neuen sicheren Ort zu finden. Wir nahmen einiges von Petros Munition mit und sagten unserem Haus Lebwohl. Da es langsam Tag wurde, war es einfacher zu reisen. Nur leider ist wieder dieser radioaktive Nebel aufgetaucht. Das bedeutete, dass wir uns beeilen mussten. Wir untersuchten Alexandria weiter und fanden tatsächlich ein paar Gebäude, die noch nicht gelootet wurden. Dadurch kamen wir an etwas mehr Munition. Je weiter wir jedoch in Richtung Dallas kamen, desto verstrahlter wurde auch das Gebiet. Langsam machten die Wohnhäuser aus Alexandria Platz für die großen Fabriken aus Dallas. Wir fanden einen Funkturm und wollten schauen, ob es dort oben etwas Wertvolles gab. Nur leider war dieser Turm total verstrahlt und wir mussten etwas von unserem Red-X benutzen, was für einen kurzen Moment die Strahlung aufhalten würde. Leider gab es dort oben bis auf ein paar Materialien nichts Sinnvolles, was wir hätten gebrauchen können. Also liefen wir wieder weiter, auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Uns fiel auf, dass es in Dallas erstaunlich viele Raketen gab, die beim Aufschlagen nicht explodiert sind. Wir durften hier aber nicht zu lange bleiben, denn wer weiß, was man mit diesen Raketen noch alles anstellen können würde. Außerdem fanden wir auch noch einen anderen Spieler, oder sagen wir es besser so, wir fanden das, was von ihm übrig geblieben war. Irgendjemanden oder irgendetwas gab es in dieser Stadt, was dafür verantwortlich war. Wir mussten uns beeilen. Als wir auf einmal einen verlassenen Supermarkt vor uns sahen, stiegen unsere Hoffnungen wieder an. Vielleicht werden wir ja dort etwas Nahrung finden. There needs to be something in this supermarket. There needs to be. Wait, it's so dark in here. Oh, I have my glowstone. Do you also need a glowstone storage? Oh, maybe. Oh, here's a barrel. Oh, a shotgun. No, not a shotgun. What is this? A hunting rifle. Oh, let's go. Wir wollten nicht länger in Dallas bleiben, da wir nicht genau wussten, welche Gruppierungen in dieser Stadt sein würden. Vor allem aber war die Stadt zu groß, um einen wirklichen Überblick zu bekommen. Von daher zogen wir weiter Richtung Osten. Wir fanden sogar auch schon die ersten Häuser, die von einigen Spielern befestigt wurden. Vielleicht werden wir ja einen Weg in diese Verstecke finden. Oh, there's something over there. A base. That's on its base. That's on its base. Oh, let's go there. Maybe we can loot it. Would we want it? Maybe. Maybe we can go there. Let's try it out. Or maybe we find some friends. Hello, somebody here? We are friendly. This is a exit. This is an exit? Oh, It's just something in space. we are here to trade. We're friendly. If anyone can hear us, we're not trying to do anything. We have very good loot to trade. But if you want to kill us, we don't have any good loot. Only if you want to trade with us. So be careful. I don't want to just like find other people to talk to because we have no idea what's going on the rest of. Let's go. Oh really? You sure? Yeah, let's check it out. I mean, it's open, right? It's probably not a base then. Or maybe it already got raided. Because it looks like it's abandoned if it is one. Oh, that's true. But maybe we can find some stuff over there. Maybe we are lucky. In den Verstecken gab es ein paar Gegenstände, die wir gebrauchen konnten, aber nicht wirklich viel. Wir konnten ja nicht ahnen, was wir als nächstes finden würden. Wenn Pedro jetzt noch bei uns sein würde, dann könnte er uns bestimmt mehr erzählen, was das genau für ein Ort war. Oh, what is this place? Wait, come back. That looks like a settlement. Oh, where are you? Oh, you're here. There might be a vault over there. Wait, what? A vault? There's something inside here? No. Wait, show Look in this where? one. Over here. Over there? Okay, I'm coming to you. Wait. Look at this. No way. No way. Oh, this is definitely a We vault. found the vault, Leo. We are saved. Wir konnten unseren Augen kaum glauben. Wir hatten tatsächlich eine Vault gefunden. Da das Tor bereits geöffnet war, waren wir uns nicht sicher, was uns dort unten erwarten würde. Wir waren bestimmt nicht die Ersten, die diesen Ort gefunden hatten, aber vielleicht hatten wir ja Glück und dort unten gäbe es noch Dinge, die wir gebrauchen können würden. Als wir die Treppe hinunterstiegen, fiel uns auf, dass alles noch intakt zu sein schien. Vor allem gab es hier unten noch eine funktionierende Stromversorgung. Die Bewohner schienen erst vor kurzem diese Vault verlassen zu haben. War vielleicht auch Pedro damals unter ihnen gewesen. Es schien auch so, dass die ehemaligen Bewohner diesen Ort spontan verlassen mussten, denn die ganze Einrichtung schien noch intakt
Kontakt zu sein. Wir gingen noch weiter nach unten und fanden eine riesige Halle. Das schien der große Hauptraum dieses Bunkers gewesen zu sein. Wer weiß, was hier alles passiert ist. Leo sagte mir, dass er Gerüchte gehört habe, dass in einigen Worlds Experimente an Bewohnern angestellt wurden. War es hier auch so? Es sah aber nicht so aus, denn es gab kein Labor oder so etwas in der Art. Wir stiegen noch weiter nach unten und hier unten gab es tatsächlich einen Modifikationstisch. Wir konnten damit aber noch nichts anfangen, da wir damit noch keine Erfahrung gesammelt hatten und wir noch ein gewisses Erz brauchen würden. Leo und ich sahen uns noch etwas weiter um, entschieden uns dann aber wieder an die Oberfläche zu gehen, denn irgendetwas stimmte hier unten nicht. Let's get out of here, Leo. Oh. Beep, 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 beep. Open the door. Damn, the door looks good. Oh yes. Let's I wanna go. like break the door and take it home. Oh yes. And use it for our entrance. Oh, that looks amazing. I wonder what people have done there inside of the vault. I mean, there needs to be a reason why the door is open and not closed. I think the door should be closed, right? Wir entschieden uns noch weiter nach Osten zu laufen. Wir wunderten uns, als sich vor uns auf einmal eine Art Burg erhob. Laut der Karte, die Leo bei sich hatte, handelte es sich hierbei um einen ehemaligen Vergnügungspark mit dem Namen Nuka-Cola World. Durch die hohen Mauern würde sich dieser Ort als perfektes, sicheres Versteck anbieten. Wir waren aber nicht die Ersten, die so dachten. There's people in there. Okay, we need to be very careful. Multiple people. A lot of Loads people. Don't go in. Oh, I see somebody. Oh, let's find their front door and try speak to them. Okay, yeah, let's go to the front door. Yeah, I mean, they had no armor, I'm not gonna lie, so they didn't look. Hello? Somebody here? Oh, it's empty. What is this, a big stage or something? Yeah, this is awesome though. It's like an amusement park or something. Wait, let's check it out. Maybe find something. Like Disney. Like the Disney World, Nuka-Cola World. Yeah. Oh, this is a base, it would seem. There's a base here? Oh, over there's a base. Yeah, someone's base People is out like front, base. people out front. Oh, hello. Hello, we're friendly. Out front. Hello? We're friendly. Hello? Hello. Hello? Oh, it's okay. We- Oh, hello. Hello? Oh, can you please put your gun down? Excuse me? Oh, no, Leo, run! What is going If on? you comply, if you don't run, we'll keep you alive. If you don't run, we'll keep you alive. Oh, no, I need to get out of here. Oh, no. Right, take this guy down. No, please! Oh, no, I need to Got him. escape. I've got him. Oh my god, what is Leo? Get away from me! You rat! Got Wait, him. what? Yeah, listen to me, buddy. We're gonna pick you up, and you're gonna drop everything that you own, and then you're gonna type /sim for me. All right? Follow me. Are you Pedro? I know. Do you know Dagger Dolphin? Nah, I just know Pedro. Follow me. Don't worry. Yeah. Oh yeah, it's Pedro. Okay. Do you know Dagger? Do you know Nathan? No, I don't know those names. Why are you robbing me? All right. Okay. All right. Follow me. All right. On the stage. Bring the other guy. All right, buddy. You stay. I have something for you. Please spare our lives. I'm gonna give you What this, is it, Leo. my friend? What is it? The power armor. Just for you, if you spare our lives. Ah, thank you. Right, Red Run. Nice. Keep an eye on this man. Oh, Leo! Right, where's You're the alive. other guy? Hello. You stay here. Oh, thank Okay, God. listen to me. So, my teammates are gonna. Can one of you make like 2 big chests, and they're gonna drop everything that they own in the chest, alright? Die Person, die vor uns stand, war Tricolor, Anführer der Raider. Da ich ihm die Power Armor gab, entschied er sich, uns zu verschonen. Wir sollten alle weiteren Gegenstände in die Truhe vor uns packen und beweisen, dass wir nichts mehr bei uns hatten. Tricolor und seine Leute nahmen sich alles, was wertvoll war. Wir beide erhielten einen Schlag auf den Hinterkopf und wurden ohnmächtig. Wir wachten mitten in der Nacht auf und sahen, dass sie uns hier zurückgelassen hatten und uns unserem Schicksal überlassen wollten. Leo und ich entschieden uns, nach Hilfe zu suchen. Oh, Leo, here's something. No, like. What is this? Yeah, that's probably Oh them. my God! It's one of awesome. them. We're behind you, careful. There's a full set of armor. Yeah, I transferred. Let's go. You got everything? Yeah, that's perfect. Oh yes, let's go. Yeah, Oh, yeah. we're gonna find the person who robbed us. Come on, Leo. Da wir jetzt wieder Ausrüstung hatten, waren wir etwas besser geschützt. Ein etwas größeres Problem war aber die Nahrung. Wir hatten kaum noch etwas Essbares bei uns. Aus der Ferne sahen wir eine Art Scheune und machten uns auf den Weg dorthin. Vielleicht gäbe es ja dort noch etwas Nahrung. Wie sich herausstellte, war es eine Art Farmhaus, was aber komplett leer war. Wir waren am Überlegen, hier unser Lager aufzuschlagen. Aber da das ganze Gebäude aus Holz bestand, wäre es für die Raider ein leichtes, es einfach abzubrennen und dann dadurch in das Gebäude zu kommen. Hier konnten wir also nicht bleiben. Hello? We are friendly. We promise. Oh, DJ's here. We should. Oh, hello. Sorry, I saw you guys get Yeah. killed earlier. Yeah. You killed us. No. Okay, I didn't kill you guys. That was Trico. to the Trico door wanted and we to can talk to me talk. down there. Come on. in. Tricolor. Well, actually, no. Can we come inside? There are people trying to attack me. Hello? Oh, Oh, more yeah. people behind you, Leo.
Danger! Danger! What is going on here? Wie sich herausstellte, waren dies alles Personen, die von Tricolor ausgeraubt wurden. An das Gesicht einer Person konnte ich mich tatsächlich erinnern. Ihr Name war DJ und sie war auch in dem Vergnügungspark, als Leo und ich ausgeraubt wurden. Sie war anscheinend auch ein Opfer von Tricolor gewesen. Die Gruppe hatte sich hier auf diesem Berg ein kleines Lager erbaut und sie gaben uns etwas zu essen. Wir konnten beiläufig hören, wie DJ etwas in einem Walkie-Talkie gesprochen hatte. Anscheinend war Tricolor auf dem Weg, dieses Lager hier zu überfallen. Leo und ich entschieden uns, schnell weiterzuziehen. Wie sich herausstellte, war es eine gute Entscheidung von uns gewesen, dieses Lager so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Aber zu dieser Realisierung werden wir erst später kommen. Wir hätten uns die Gesichter dieser einzelnen Bewohner dort besser einprägen sollen, um ein zukünftiges Unglück verhindern zu können. Wir zogen aber erst einmal weiter und suchten uns einen Ort, der sicher und versteckt sein würde. Wir fanden tatsächlich auch etwas, was alle unsere Erwartungen übertroffen würde. Dieses Gebäude schien eine ehemalige Lagerhalle für irgendetwas gewesen zu sein. Zumindest wirkte es so, da in der unteren Etage ziemlich viel Platz war. Der perfekte Ort für unser Versteck. Wir untersuchten die Umgebung noch etwas weiter, um zu sehen, ob hier bereits andere Gruppen ihr Lager aufgeschlagen hatten. Wir stellten fest, dass diese Umgebung hier noch nicht gelootet wurde, was bedeutete, dass wir die ersten hier in dieser Gegend waren. Wie sich herausstellte, befanden wir uns gerade in Jackson, einer Stadt östlich vom Nuka-Cola Vergnügungspark. Wir hofften, dass Tricolor nicht in dieser Gegend sein würde. Wir nahmen uns vor, sobald wir wieder bessere Ausrüstung oder wenigstens ein paar Waffen haben würden, ihn zu jagen und uns zu rächen. Ich erinnerte mich, dass wir in unserem alten Versteck noch ein paar Waffen gelagert hatten. Es war keine gute Idee, damals die gesamte Munition mitzunehmen, denn jetzt hatte alles Tricolor. Aber ein paar leere Waffen müssten noch dort sein. Das wäre erstmal besser als nichts. Home sweet home. I hope we still have some weapons here. Wait, what's this? See you and thank you for the great... No, Pedro. Pedro's alive! He left some guns. Oh, thank God. Wait, he's still alive? I'm gonna take a revolver. Yeah, let's take everything. Let's take everything to the new base. Pedro war am Leben. Er nahm ein paar Waffen aus der Kiste mit, ließ uns aber etwas zurück. Wir mussten ihn finden. Mit ihm wären wir zu dritt. Es gab wieder Hoffnung. Aber wie konnte Pedro überleben? Wir haben ihn doch vor unserem ehemaligen Versteck liegen sehen. War er damals nur ohnmächtig gewesen? Vielleicht wusste ja Tricolor von Anfang an, wo wir waren. Uns war in diesem Moment nicht klar, dass eine ganz andere Bedrohung hinter dieser ganzen Situation stecken würde. Leo und ich liefen zurück zu unserem neuen, besseren Versteck, hinterließen aber Pedro eine Nachricht, wo er uns finden können würde, sollte er jemals wieder zurück zu unserem alten Versteck kommen. Wir sicherten alle Zugänge zu unserem neuen Lager ab. Jetzt würde man nur noch mit etwas Explosiven von außen hier reinkommen. Wir waren also erst einmal sicher. Da die Gegend noch nicht vollständig durchsucht wurde, entschieden wir uns, die Gelegenheit zu nutzen. Und tatsächlich wurden wir auch fündig. Wir fanden 2 Walkie-Talkies, die noch irgendwie funktionierten. Das war großartig, denn dadurch konnte ich auf längere Distanz mit Leo kommunizieren. Es waren zwar nur Holz-Walkie-Talkies, die nur eine begrenzte Reichweite hatten, diese konnten wir aber noch mit den richtigen Materialien aufwerten. Wir nahmen uns Zeit, um unser neues Lager richtig absichern zu können. Außerhalb gab es viele Eisenzäune, die wir abbauten und vor unserem Versteck als zweite Sicherheitslinie wieder aufstellten. Wir waren endlich sicher. Hier konnten wir all unsere Gegenstände lagern. Ich entschied mich aber dazu, eine Truhe mit allen unseren wichtigen Dingen zu verstecken. Durch das Walkie-Talkie bekamen wir eine Benachrichtigung, dass die Brotherhood of Steel Houston als ihr Territorium beansprucht hat. Wenn ich mich nicht irrte, war Houston ein Glück weit von unserem Versteck entfernt. Jetzt wussten wir zumindest, wo sich eine der großen Gruppen aufhalten würde. Wir legten in unserem neuen Versteck ein Feld an, das auch schon die erste Ernte trug. Wir waren hier geschützt und konnten jetzt erst einmal dafür sorgen, genügend Nahrung zu bekommen. Oh, watch out, Leo. There's some ghouls over there. They got attracted by something. Oh, I think there are people inside that building. Oh yeah, this could be someone's face. Yeah, I think that's somebody's base. Wow, we need to be very careful. Durch das Verhalten der Ghule wussten wir, dass wir hier in Jackson nicht die einzigen Menschen waren. Wir kehrten also lieber zu unserem Versteck zurück und überprüften, wie viel Munition wir noch bei uns hatten. Mit dem, was wir bei uns hatten, konnten wir uns wenigstens etwas verteidigen. Sollte uns irgendjemand hier finden und sich dann entscheiden, uns zu überfallen. Außerdem fanden wir heraus, dass wir mit ein paar Seilen und etwas Wolle Leder herstellen konnten, wodurch wir dann durch dieses Leder eine bessere Ausrüstung bekamen. Die Seile, die wir gefunden hatten, waren aber bei weitem noch nicht genug, um uns eine vollständige Rüstung herstellen zu können. Von daher entschieden wir uns, bei Nacht loszuziehen und Jackson noch etwas weiter zu untersuchen. Als wir umherliefen, unterhielten wir uns und fragten uns, ob es hier draußen noch andere Überlebende gab, die uns freundlich gesinnt sein würden, oder ob wir grundsätzlich jeden als Feind betrachten sollten. Okay. Nice. Oh, I see a name tag. Oh, somebody's running there. What? Okay, be careful, Leo. Oh, I see somebody's name tag. Hello? Oh, he runs from something. Oh, he runs from all the ghouls. Damit uns nicht wieder so etwas wie mit Tricolor passieren würde, wollten wir eine bessere Ausrüstung herstellen. Von daher suchten wir viele Gebäude in Jackson nach Spinnweben ab, da man, wenn man diese entfernte, Seile bekommen würde. In den alten, großen Gebäuden gab es viele von diesen Spinnweben, aber leider war auch die Gegend an manchen Stellen radioaktiv verseucht. Wir mussten aufpassen, nicht zu viel von der Strahlung abzubekommen, aber das Risiko war es wert. Jede Sekunde zählte, denn sollte es wieder Nacht werden, hätten wir ein weitaus größeres Problem als die Strahlung. Ich hielt die ganze Zeit nach potenziellen Gefahren Ausschau. Plötzlich hörte ich von unten Stimmen. 2 weitere Personen waren hier in Jackson unterwegs
unterwegs und suchten, so wie wir, nach Seilen, denn auch sie brauchten eine bessere Rüstung. Ich rief ihnen von oben zu und fragte, ob sie freundlich seien. Ich meine gut, jeder hätte hier mit Ja antworten können, aber ich hatte mein Vertrauen in andere Menschen noch nicht vollkommen verloren. Schließlich war ja auch noch Leo bei mir und in einem 2 gegen 2 hätten wir wahrscheinlich gar nicht so schlechte Chancen. Wie sich herausstellte, hatten die beiden auch eine gemeinsame Vergangenheit mit Tricolor. Ähnlich wie wir wurden auch sie ausgeraubt und zurückgelassen. Ich bat ihnen an, sich uns im Kampf gegen Tricolor anzuschließen, aber sie wollten kein weiteres Risiko eingehen. Yeah, here, have some extra steel and iron, just in case you need some more bullets later. Good luck hunting. What do you want for that? No, just kill Tricolor and we'll be squared. You know, we don't like that guy. Oh, okay, thank Yeah, you. good luck. Holy, we got some stuff for the Tricolor hunt. Da es langsam Nacht wurde, kehrten Leo und ich zu unserem Versteck zurück und verarbeiteten die Materialien, die wir gemeinsam gesammelt hatten. Jetzt waren wir weitaus besser geschützt. Außerdem bemerkte ich, dass es eine Raider-Rüstung war, die wir herstellten. Vielleicht würden wir ja nicht gleich erkannt werden, sollte Tricolor noch einmal auftauchen und so hätten wir eine bessere Möglichkeit zu fliehen. Als es Nacht geworden war und wir die Gegend rund um unser Versteck beobachteten, fielen uns voll ausgerüstete Soldaten auf, die ganz in der Nähe waren. Sie hatten bereits die Aufmerksamkeit von vielen Gulen auf sich gelenkt und wir entschieden uns erst einmal, alles vom Weiten zu beobachten, denn schließlich waren wir hinter unseren Mauern immer noch am sichersten. Da sich hier so viele gut ausgerüstete Soldaten befanden, wurde es langsam gefährlich. Wir mussten uns auf den Weg machen und bessere Ausrüstung finden. Außerdem gab es neben den Raidern auch noch die Brotherhood of Steel und noch eine dritte Gruppierung. Sollten wir es schaffen, mit der Brotherhood oder mit der anderen Gruppe Kontakt aufzunehmen, könnten wir auch herausfinden, ob sie uns freundlich gesinnt sein würden. Vielleicht würden wir ja dort Unterstützung für unsere Jagd auf Tricolor bekommen. Die Vegetation in dem Gelände, das wir erreichten, wurde immer wüstenartiger. Die Bäume am Wegrand wurden immer weniger und das Wasser schien auch schon fast komplett verschwunden zu sein, je weiter wir in die Wüsten gehen kamen. Es tauchten die ersten Gebäude vor uns auf und wir mussten mit Erschrecken feststellen, dass bereits alle Gebäude zerstört wurden. Dann war dieses Gebiet hier wahrscheinlich keine Wüste gewesen, sondern wurde durch Bomben, die auf die Häuser fielen, in eine Wüste verwandelt. Diese Gegend schien unbewohnbar zu sein und wir wussten nicht, ob wir wirklich weiter in diesem Gebiet laufen sollten. I'm not sure if we should stay here on the open road. Oh, there's somebody, Leo. Watch out. Oh, I mean, he pretends to be friendly, but we don't know. Oh, Leo. Okay, we need to cook our food and then let's get out of here. If you come here, you got a bullet through your head, my friend. Yeah, stay away. Wir zogen so lange weiter, bis die Sonne unterging und die Vegetation sich wieder änderte. Auf einem Hügel erkannten wir eine riesige Satellitenschüssel. Das musste ein Zeichen von Zivilisation sein und vielleicht gäbe es dort oben Menschen, die sich uns im Kampf gegen Tricolor anschließen wollen würden. Als wir aber näher kamen, erloschen gleich unsere Hoffnungen, denn das Tor war bereits an einigen Stellen zerstört. Hier war also auch schon jemand vor uns gewesen. Dennoch wollte ich den Inhalt dieses Verstecks untersuchen und vielleicht noch ein paar Dinge mitnehmen, die wir in unserem neuen Versteck gebrauchen können würden. Oh, let's go back to the base. Oh, look. There's some people. They're glaringly obvious. Oh, yes. Oh, yes. I want to see who they are. Looks like... I don't know. And let's be very careful. Right, can we just take out this guy? Yeah. Oh my god, I know this voice. Let's get away. Who are you? Oh, no, don't shoot. Oh my god, Leo. We Run. They're shooting. We'll go right, we can go to our base. Okay, Go back to the base. Let's go back to the base. Wait, to the right side you said, right? Leo? Oh no, Leo's gone. Oh, they're behind us. Oh no. Ich weiß zwar nicht, wer dort auf uns geschossen hatte, ich wusste aber, dass wir uns auf das Schlimmste vorbereiten mussten. Noch wurde unser Versteck nicht gefunden. Wir hatten also noch genügend Zeit, um uns auf einen möglichen Angriff vorzubereiten. Ich rannte zurück zu unserem Versteck und hoffte dort auf Leo zu treffen. Tatsächlich war er auch schon dort und wartete am Eingang auf mich. Ich hatte ganz vergessen, mein Walkie-Talkie zu benutzen. Jetzt, wo wir wieder in unserem Versteck waren, fiel mir auf, dass ich die Stimme, die ich gehört hatte, kurz bevor auf uns geschossen wurde, schon irgendwo einmal gehört hatte. Mir fiel aber nicht sofort ein, wo. Ich lief in die 2. Etage und versuchte von dort oben mögliche Gefahren zu erkennen. Ich bemerkte, wie das Adrenalin durch meine Adern pumpte, als ich den Griff meines Jagdgewehrs festhielt. Zum Glück hatten wir genug Munition bei unserer Erkundungstour durch die Ruinen gefunden. Dennoch wollte ich nicht gleich auf jede Person feuern, die ich sehen würde. Ich war immer noch der Meinung, dass, wenn ich nur nett zu anderen sein würde, diese auch Freundlichkeit zeigen würden. Wie sehr ich doch mit meiner Einstellung falsch lag. Hello? Are you friendly? What are you doing here? Who are you? No, who are you? Who are you? Come here. What do you want from me? I swear to God, if this guy's name is Luke, I'm killing him. No, I'm not Luke. Why do you think I'm Luke? Can I help you somehow? Your name isn't Luke though, right? You'll be fine. No, my name isn't Luke at all. This is your name, Luke. Okay, goodbye. Alright, have a nice trip. You Raider rats. I don't want to see you again here. Oh, no, I need to go. Let's go away from here. Let's get out of here. Oh, I need to warn Leo. There are a lot of raiders in the city. I don't know if we should stay here. Go an F5 and look over from above so Over here. see us. Oh, there are the people.
Wir wussten nicht, wer es war, aber wir entschieden uns, das Team weiter zu beobachten. Wir waren auf der genau gegenüberliegenden Seite auf einem Parkhaus. Durch die Löcher an den Wänden konnten wir das andere Team bestens beobachten, aber wir waren zu weit weg, um ihre Stimmen zu hören. Die ganze Zeit flog eine bestimmte Frage durch meinen Kopf. Woher kannten die beiden Personen unten auf der Straße meinen Namen? Und warum wollten sie mir eine Kugel durch den Kopf jagen? Ich musste auf jeden Fall vorsichtig sein. Das Team auf dem anderen Gelände schien auf irgendetwas zu warten, denn sie blieben dort oben, bis die Sonne aufging. Es sah auch nicht so aus, als würde es ihr Versteck sein, denn sie blieben nur dort oben, ohne irgendetwas Sinnvolles zu machen. So sah es zumindest aus unserer Sicht aus. Als sie sich dann langsam in Bewegung setzten, machten sich Leo und ich auf den Weg zurück zu unserem Versteck. Dort hätten wir auf jeden Fall besseren Schutz als hier oben auf dem Parkhaus. Leo kam mit einer unglaublichen Nachricht zu mir. In den Höhlen auf unserem Gebiet befand sich ein Pferd. Irgendwie musste es sich dorthin verlaufen haben. Oh my god, Leo. And let's just hope there is actually a horse. And that no one kills our horse. Oh, that would be amazing if we would have a horse. We're gonna be so fast. No, please be here still. Is it still here? Oh, it's here, it's here. It's here! Oh! It hurts. Oh, be careful, be careful. We need to get it out of here. Somehow. Yeah, I did block it off there. Alright. I'm gonna dig a tunnel. Slowly but surely. Yes, We'll get this horse out of here. Hello? DJ, can DJ come in, please? Can I help you? Hey. Hey, I know you. You're a DJ. Oh, we're good. Thank you. What's up? You need something to eat? Yeah, sure. I definitely wouldn't be against it. Oh, watch out. Somebody shoot it. Be careful. It's okay. It's alright. Yeah, you also gave us something to eat. I remember. Right, can we come in a sec? Okay? No. No? That is tricolor. The tricolor, bro. Oh, no. You're not welcome here, my friend. Hi, guys. Wait, come around here. Run here. They planted the TNT. Let's get out here. Daddy, get on the horse. Oh, you have the horse here. Get on. Oh my god, that's perfect. Oh, no. We need to get out of here. Oh no, they're shooting. Oh, let's go. Go. You need to go fast. See you later, Raider scum. Let's don't hit our horse. Our poor horse. Oh no. Bye! Oh my god, Leo, you saved us. Losers! Oh, we survived. Oh my god. Wir hatten es geschafft und konnten Tricolor entkommen. Ich wusste doch, dass ich die Person bei DJ schon einmal gesehen habe und die Stimme, die ich damals nicht erkannt hatte, Tricolors Stimme war. Sie hatten jetzt unser Versteck gestürmt. Ich war mir aber sicher, dass, wenn das TNT es nicht durch Zufall freigesprengt hatte, sie nicht unsere wertvolle Kiste finden würden. Wir brauchten Verbündete, die uns im Kampf gegen Tricolor beistehen würden. Wir wollten auf jeden Fall versuchen, unser Versteck wieder zurückzuerkämpfen. Aber dafür war unsere Ausrüstung noch zu schlecht. Wir entschieden uns also, mit unserem Pferd weiterzuziehen. Da das Pferd die ganze Zeit unruhig war, entschied ich mich für den Namen Rudi. Der unruhige Rudi. Wir ritten weiter und fanden eine Siedlung, nur schien diese irgendwie in den Boden abgesunken zu sein. Und irgendwie wurde sie überflutet. Aus der Distanz konnten wir weitere Personen ausmachen. Sie hatten, genauso wie wir, auch ein Pferd. Wir wollten aber keine Konfrontation eingehen und ritten dann weiter. Als die Sonne unterging, erreichten wir einen alten Militärstützpunkt. Der Großteil war zwar schon gelootet, aber es würde nicht schaden, hier noch einmal nachzuschauen. Wir schworen uns beide, dass wir, koste es was es wolle, früher oder später Tricolor angreifen würden. Die Raider würden dafür bezahlen, uns ein zweites Mal überfallen zu haben. Zum Glück konnte uns Rudi im richtigen Moment retten. Oh wait, Leo, I want to check out the tower over here. You go in, I'll just do laps. Okay, maybe we can find something over here. Oh, this... I'm like so on edge and it's all Tricolor's fault. Oh, that's true, dude. That's absolutely true. If he wasn't around, I'd be having a wonderful time. Oh, dude, we're gonna take revenge. I promise you. Maybe this place here isn't looted. Yeah. Let's check it out. The doors are open. There's a chest. Go check Oh, there's a that chest? Okay, yeah, I'm gonna show off the chest. Wait, I need to go inside. Oh, wait, what is this? Guard Duty Blues holotape? Wait, what is this? Oh, that seems... Oh, I hear something. Oh, wait. Today, I counted the number of mole You rats. counted mole rats? I'm gonna make bets on how many will try to sneak in. Wait, what is this? Before you ask, it's 17 in one day. What? I named them all. There's a barrel Made it in easier to keep track. Ich hatte eine Idee. Auch wenn das Holotape keine sinnvolle Information hatte, wollten Leo und ich so tun, als würde es Koordinaten für irgendeine geheime Vault enthalten. Jetzt mussten wir nur noch Leute finden, denen wir es für gute Materialien andrehen könnten. Sicherlich würde es irgendjemanden im Ödland geben, der scharf darauf wäre, eine nicht existierende Vault zu finden. Naja, immerhin würde man auf dem Holotape die Geschichte der gezählten Mole Rats hören. Wir ritten weiter und fanden eine Siedlung, die auf einer Brücke über einem Canyon errichtet wurde. Who is that person out front? Oh, we've seen these people before. These are those... That was the person where with DJ. Oh, maybe DJ also betrayed them. Let's go to them and talk to them. Hello, we are friendly. Can we come over to you? Yes, what's your name? Because you're pretty quiet. Oh, wait. Oh, sorry. My name is Luke. Hello? And this is Leo. We've met you before.
Uh, wait, is it you guys? Yeah, we met before. I see you have a horse over there. Can you bring it down? Masked? Yes. Oh. Or Rudy needs another horse because Yes. Maybe we can help Rudy out. You know what I mean with that, right? Let me grab one out here. Let me grab our precious Diana. And Diana. All right. Diana and Rudy. That's a perfect fit. Actually, I'm actually gonna grab Durant. Oh, okay, not Diane. Oh, thank you for bringing her down. Okay, Rudy. Wait, Rudy, we trained for that. Don't be nervous. Don't be shy. How do you train? I cannot tell you the secret. It's like a secret technique. But Rudy, don't be shy. Please, everybody, can you look away? Please look away, okay? Rudy is very shy. All right. Thank you very much. Thank you very much. Sorry. Rudy, you okay? People, thank you very much for helping us out with Rudy. Rudy is a very happy horse right now. But wait, haven't been DJ with you? Yeah. DJ left us. She joined Tricolor. She joined Tricolor. We got robbed again by Tricolor and now we lost our base. We're gonna continue our journey. Thank you very much. Schon wieder eine Gruppe, die von Tricolor überfallen wurde. Ich hätte von Anfang an nicht DJ trauen dürfen, als sie vor den Türen unseres Verstecks auftauchte. Die Bewohner der Siedlung auf der Brücke erzählten uns außerdem, dass sie damals in diesem mit Holzzäunen gebauten Versteck, das Leo und ich kurz nachdem wir überfallen wurden fanden, von DJ hineingelockt wurden, um dann letztendlich von Tricolor ausgeraubt zu werden. Sollte ich entweder DJ oder Tricolor ein weiteres Mal sehen, würde ich nicht mit einem Angriff zögern. Als vor uns wieder Hochhäuser auftauchten, fiel uns auf, dass wir uns wieder in Dallas befanden. Sollte hier nicht inzwischen die Brotherhood of Steel aufgetaucht sein? Durch Zufall fand ich einen Kanal in meinem Walkie-Talkie, der von einer Gruppe ganz in der Nähe verwendet wurde. Vielleicht könnte ich hier das Holotape loswerden. Ich konnte die 3 Mitglieder der Gruppe tatsächlich dazu überreden, nach draußen zu kommen und mit uns zu handeln. Sie waren Mitglieder der Bruderschaft und boten uns für das Holotape einige Radaways und Munition an. Wir hatten natürlich nicht gegen das Angebot, nahmen es aber nur zögerlich an. Das weckte das Interesse an dem Holotape umso mehr. Leo blieb auf dem Pferd, denn sollten sie spontan Waffen rausholen, würde ich auch auf das Pferd springen und wir würden von hier verschwinden. Es sah aber so aus, als wären sie tatsächlich nicht auf einen Angriff aus und wollten einen normalen Handel durchführen. Alright, we're gonna drop it at 3, 2, 1. Let's go. Okay, you can take your holotape. And we're gonna take... Alright, Leo, let's get out of here. Goodbye, see you. And can we have the horse? No way, Rudy is with us. The horse. no. Goodbye. Oh, yes. Oh, they get scammed. Wir erreichten das Zentrum von Dallas und konnten aus der Entfernung einen Helikopter erkennen. Das war aber nur der Anfang, denn als sich unser Blick nach oben richtete, konnten wir unseren Augen kaum glauben. Über dem Helikopter neben dem Hochhaus schwebte ein riesengroßes Luftschiff. Das war die Hauptbasis der Brotherhood of Steel. Sie hatten sich mit ihrem Luftschiff nach Dallas begeben, um hier nach antiken militärischen Waffen zu suchen. So zumindest in der Radioübertragung, die man ständig auf Kanal 5 mit seinem Walkie-Talkie empfangen konnte. Wir konnten von unten erkennen, dass viele Menschen dort oben auf dem Verbindungssteg hin und her liefen. Wir waren uns erst unsicher, ob wir wirklich versuchen sollten, nach dort oben zu gelangen. Ich wollte es aber wagen und dort oben nach Hilfe suchen. Leo sagte mir, dass er unten auf mich warten würde und das Walkie-Talkie die ganze Zeit aktiviert lassen würde. Dadurch konnten wir Kontakt halten, während ich oben auf dem Luftschiff war. Ich griff die Kette, die vom Luftschiff hing, und zog mich nach oben. Je weiter ich nach oben kam, desto mehr Stimmen konnte ich vom Schiff hören. It is ancient technology and it is safer in the hands of the Brotherhood of Steel. Can you hear me? Mine too. Yeah, here, Leo. Don't tell them! Jesus! You have power armor too. Confiscate it immediately. I do not know where I got that. Do any of you have power? Oh, no, I don't have power armor. Als es langsam wieder Tag wurde, funkte ich Leon an und sagte ihm, dass wir hier oben eventuell Hilfe finden würden. Ich wollte mich aber noch etwas weiter umschauen und bald wieder nach unten kommen und mit Leo dann alles weitere besprechen. Ich betrat das Gebäude neben dem Luftschiff und war verwundert, dass auf dem Boden einige Spieler in einem nicht mehr so guten Zustand lagen. Was hatte es damit auf sich? Als ich weiter wollte, erkannte ich die Person, die vor mir stand. Es war dieselbe Person, die mit seinem Partner unten auf der Straße vor unserem Versteck auf der Suche nach mir war. Ich musste jetzt unbedingt aufpassen, nicht von ihm erkannt zu werden, denn hier oben hätte ich keine Chance zu überleben. Er wurde von seinen Leuten Protagonists genannt. Ich konnte hören, wie er sich mit den anderen hier oben leise unterhielt. Ich hörte etwas von einer geheimen Vault und von Startcodes von irgendwelchen Raketen. Als er sich zu mir drehte, entschied ich mich schnell, das Luftschiff wieder zu verlassen. Ich musste unbedingt Leo diese Informationen weitergeben. Wenn es kein Zufall war, dass kurz nachdem dieser Typ in der Nähe unseres Verstecks war, auf einmal Tricolor aufgetaucht war, dann würden die beiden irgendetwas miteinander zu tun haben. Leo und mir war das hier nicht geheuer und wir wollten erst einmal weiterziehen. Inzwischen müsste Tricolor unser Versteck wieder verlassen haben, da es dort nichts Wertvolles gab. Wir ritten also wieder zurück nach Jackson. Unterwegs fanden wir ein Versteck, das bereits geradet wurde. Die Person, die den Raid überlebt hatte, stellte sich uns als Kanadier vor. Kanadier war eigentlich in einer Gruppe von 3 Personen, aber die anderen beiden wurden von Tricolor entführt und er war sich nicht sicher, dass seine Freunde die Entführung überlebt haben würden. Er bot uns an, dass wir alle Dinge, die wir in seinem Versteck finden würden, mitnehmen dürften.
Damit wir schneller vorankommen würden, bauten wir noch einen kleinen Anhänger für unser Pferd. Zu Fuß würde es einfach zu lang dauern. Oh, let's go. It worked. Oh my god. Yeah, let's go back to the base. Where's our base now? Wait, which direction? Rudi war stark und zog den Anhänger, in dem Kanadier saß. Leo und ich unterhielten uns mit ihm und er sagte uns, dass kein Gebäude sicher vor Tricolor und seinen Leuten sein würde. Da er aber bereits unser Versteck gefunden und gelootet hatte, hofften wir, dass er in Zukunft dieses Gebäude einfach ignorieren würde. Unterwegs hatte sich Rudi leider eine Erkältung eingefangen und konnte es nicht bis zum Versteck schaffen. Schreibt gerne in die Kommentare RIP Rudi und lasst ihn uns ehren. Ich schaute nach und stellte fest, dass die geheime Truhe immer noch da war. Tricolor und seine Leute hatten sie nicht gefunden. Das war ein gutes Zeichen, denn wir hatten jetzt genügend Munition und Waffen, um auch Kanadier richtig ausrüsten zu können. Wir machten einen kurzen Ressourcencheck und ich stellte fest, dass ich 2 Air-Support-Granaten und eine Raketengranate hatte. Der Air-Support würde uns mit neuen Gegenständen versorgen und die Raketengranate würde eine Art Airstrike anfordern. Eine unglaublich starke Waffe. Nur leider würden beide Granaten eine auffällige Rauchwolke hinterlassen. Leo zeigte mir, dass er einen geheimen Gang angelegt hatte, sollten wir ein weiteres Mal angegriffen werden. Dieser Gang würde unterirdisch bis zu einem nahegelegenen Wohnhaus führen. Wir hatten jetzt also einen richtigen Fluchtplan, sollte es alles wieder den Bach runtergehen. Während wir weg waren, hatte Tricolor das Feld, was wir angelegt hatten, ignoriert. Zu unserem Glück, denn das Saatgut war bereits gewachsen und wir konnten alles für uns ernten. Als die Sonne dann unterging, wollten wir einen Air-Support anfordern und ich warf die Granate. Just, I'm gonna keep lookout because it's very loud. Just throw it wherever. Okay, wait, I'm very excited. Right, I threw it. Oh, green smoke. Like that's not the loud bit. This next part's the loud bit. Oh, I hear something. An airplane. Yeah, and everyone's gonna think that's like a random loot drop and go run into it. Wait, there are also random loot drops? Uh-oh. Canadian, come over here. Oh, there's a loot drop. We need to speak. Oh, let's check it out. What's in? Oh, a lot of ammunition. And some guns. And a diamond. Oh. Oh, that's perfect. Oh, we can really use all that stuff. Let's go. Thank you. Yes, thank you. Oh my god. Oh. Oh wow, I've never... We can use... Oh, there's people outside. Oh, there are people outside? Hello? Hello? What's Oh, up? wait. Not an explosion again. Oh, there's blown That's DJ, the traitor. Shooter. Yeah. No, I'm not gonna No, hurt just you. I'm not say- gonna say- hurt just you. say You it. have my word, right? Oh, no. Not again, Tricolor. Do you know about the Raiders and who we are? No. Don't. Right, listen to me. Let's hear him You don't want to antagonize us, right? Now, Yeah. who are you and what are your gamer tags? There's Mr. Canadian, Leo, and Luke. What do you want from us? Come down. Look, you have my word. I'm not gonna hurt No, you. we said it. We'll I talk to you. can't hear you. Tricolors Leute sind wieder hierher gekommen und sie wollten, dass wir uns ihnen anschließen. Er selber ernannte sich zum König der Raider und war bereit, alle, die sich nicht dem anschließen würden, zu eliminieren. Da sie in der Überzahl waren und schon Sprengstoff am äußeren Zaun gezündet hatten, hatten sie bestimmt genug dabei, um sich auch durch unsere Hauptmauer zu sprengen. Wir 3 standen auf dem Dach und ich hielt das Jagdgewehr bereit. Ich war bereit, auf Tricolor zu schießen. Das würden wir dann aber auf keinen Fall überleben. Von daher mussten wir uns schnell etwas anderes überlegen. Wir versuchten noch etwas zu verhandeln, aber da wir in der Unterzahl waren, saßen die Raider am längeren Hebel. Man konnte spüren, wie die Luft unter Spannung stand. Wir entschieden uns, sie hineinzulassen, um weiteren Schaden zu verhindern. Einer nach dem anderen kam nach oben, auf das Dach unseres Verstecks. Tricolor sagte, dass das der neue Außenposten der Raiders werden sollte. Sie selber haben ganz Jackson für sich beansprucht und wollten bald einen Angriff auf die Bruderschaft durchführen. Es war wirklich leichtsinnig von ihnen, vor uns all ihre Pläne preiszugeben. Ich wusste, dass ich irgendwie mit Leo kommunizieren musste. Wir durften nicht hierbleiben, denn wer weiß, was Tricolor alles mit uns anstellen würde. Wir würden wahrscheinlich den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Ich ging nach unten und versuchte irgendwie Leo mit meinem Walkie-Talkie zu erreichen. Wir konnten nicht drehen, da sonst Tricolor alles mitbekommen hätte. Aber Leo hatte wahrscheinlich sein Walkie-Talkie deaktiviert und ich musste mir etwas anderes einfallen lassen. Ich entschied mich dazu, es mit Schildern zu versuchen. Tricolor und seine Leute durften es auf keinen Fall mitbekommen. Leo hatte verstanden, was ich wollte und folgte mir nach unten. Wir nahmen alles Wichtige aus unseren Truhen mit und machten uns bereit zu fliehen. Ich wollte durch den Haupteingang gehen, aber Leo zeigte auf den Geheimgang, den er gegraben hatte. Das war die perfekte Idee. Tricolor würde diesen Gang nie ohne Hilfe finden und bis auf Leo und mir wusste niemand von der Existenz dieses Ganges. Wir krochen in den Gang und waren bereit zu fliehen. Da fiel es mir wieder ein. Ich konnte Tricolor und die Verräterin DJ nicht einfach so davonkommen lassen. Ich erinnerte mich an meine Airstrike-Granate und sagte zu Leo, dass ich diese noch zünden wolle. Ich kroch zurück, entfernte den Zünder und warf die Granate durch das kleine Loch, durch das wir gekrochen sind. Ich drehte mich um und kroch so schnell ich konnte zurück zu Leo. Ich hörte ein Flugzeug und dann eine Explosion. Es hatte funktioniert. Außerdem hörte ich die Raider-Schreie. Anscheinend hatte es DJ erwischt. Ich zitterte vor Aufregung, als ich zurück zu Leo kroch. Let's get out of here. Oh my god, let's get out of here, Leo. I got DJ with that airstrike. Oh my god. I think they're gonna hunt us down now.
Wir waren wieder ohne Versteck und mussten Kanadier zurücklassen. Die Raider würden jetzt garantiert Jagd auf uns machen und komischerweise kam Tricolor wieder zu uns, als wir die Bruderschaft verlassen haben, kurz nachdem ich wieder Protagonist getroffen hatte. Die beiden schienen unter einer Decke zu stecken, anders konnte ich es mir nicht erklären. There's something over here, not friendly. Where do you mean? Look by the water. By the water? What is this? A big frog or something? No, don't go near it, this way. Okay, let's go. Let's get out of here. Oh, it's after. Oh, I hear footsteps. Sprint jump. What is this? Oh, no. It's behind me. I'm on the radio. Okay, I hear Leo. Oh. Run. Let's get out of here. What is this big thing? Is it behind us? No, I don't think so. Oh my God, that thing has a long reach. Unser Ziel war die Bruderschaft, um sie vor der Bedrohung von Tricolor und seinem Verbündeten zu wahren. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und hatten keine Nahrung mehr bei uns. Die Brotherhood of Steel war unsere letzte Hoffnung. Wir erreichten endlich das Randgebiet von Dallas. Wir waren K.O. und konnten uns kaum noch auf den Beinen halten, da wir die ganze Nacht ohne Pause gelaufen sind. Aber da sich vor uns wieder die Hochhäuser von Dallas erhoben, bekamen wir wieder Hoffnung. Wie sollten wir jetzt mit der Bruderschaft in Kontakt treten? Ich meine, ich war schon einmal oben auf dem Schiff, aber dort war die Situation ziemlich angespannt gewesen. Vor uns tauchte der Helikopter unter dem Luftschiff auf und wir wurden von Bob begrüßt. Er fragte uns, welcher Fraktion wir die Treue geschworen haben und wir antworteten, dass wir uns der Brotherhood of Steel anschließen wollen würden. Er sagte, wir sollen ihm folgen. Hello. Just go up the ladder. There's people that'll greet you there, and hope you get situated. What are you waiting for? No, thank you very much, Bob. Okay, let's go up here. Oh, I'm excited. This is so cool. Yo, Yeah, I think I'm getting stop. a little bit Ship's trigger-happy. closed. What do you mean? Ship's closed. What do you mean? The ship is closed, get off. Anyone who misunderstands, shoot them. But Bob told us to come up. Oh, get down, Leo. Nobody gets on, gets off. Okay. Oh. Yeah, please stay here. I'm gonna go talk to my people and see what's going on. Bob kletterte nach oben und wollte die Situation für uns klären. Was für ein netter Kerl. Als er wieder nach unten kam, teilte er uns mit, dass die Bruderschaft kurz davor war, angegriffen zu werden. Neben den Raidern hatte die Bruderschaft auch noch Caesars Legion zum Feind und diese waren kurz davor, das Luftschiff anzugreifen. Bob versprach mir, die ganze Zeit auf dem Walkie-Talkie-Kanal 100 zu bleiben. Sollte sich die ganze Situation beruhigen, dann würden wir nach oben gehen dürfen, aber jetzt sei es zu gefährlich und er musste sich auch bereit zum Angriff auf den Feind machen. Leo und ich versuchten uns in der Nähe einen Unterschlupf zu suchen und dort erst einmal abzuwarten, bis der Kampf zwischen der Bruderschaft und der Legion vorbei sein würde. Wir hatten inzwischen auch genug Ressourcen, um uns beide einen Elitehelm der Bruderschaft herstellen zu können. Dadurch wollten wir zeigen, dass wir uns der Bruderschaft anschließen wollten. Ich versuchte die ganze Zeit neue Informationen von Bob zu bekommen. Bob, do you hear me? Over. Currently patrolling the city right now with the Elder. A little busy. Oh, a little busy. Okay. Please be careful out there. If they have some new information, please tell us. Während wir immer noch warten mussten, entschieden wir uns, das Gebäude, in dem wir uns befanden, etwas genauer zu untersuchen. Und wie sich herausstellte, gab es hier noch viel für uns zu holen. Falls wir noch einmal ausgeraubt werden würden, wollte ich für diesen Fall vorsorgen und färbte daher meine Waffe blau. Sollte ich diese Waffe dann, nachdem ich ausgeraubt wurde, irgendwo wiedersehen, würde ich wissen, wer es war. Das war meine kleine Absicherung. Da wir Bob nicht mehr hören konnten, gingen wir näher zum Hauptgebäude. Da wir aber nicht in einen Krieg verwickelt werden wollten, versuchten wir, unser Walkie-Talkie zu upgraden. Wir hatten tatsächlich auch genügend Materialien, um unser Walkie-Talkie 2 Stufen zu verbessern. Jetzt, wenn wir wieder mit Bob Kontakt aufnehmen können. Bob kam nach unten, um persönlich mit uns zu reden. Es war immer noch nicht sicher, nach oben zu klettern. Außerdem warnte er uns. Früher oder später würde wahrscheinlich auch das Gebiet unter dem Luftschiff angegriffen werden. Wir sollten also schleunigst von hier verschwinden. Da Leo und ich Bob trauten, entfernten wir uns wieder vom Luftschiff. Wir verschanzten uns auf einem nahegelegenen Dach und hörten die Schüsse aus der Entfernung. Bob gab uns wieder alle aktuellen Informationen durch. Bob, you copy? There's currently snipers on the roof, Legion snipers. Where, on which roof? What do you mean? Yes, on the side of the American flag. Head there, they're on the roof. The opposite side? Okay, I see it. Send any help. Yeah, wait, I'm gonna help you. Leo, let's go, let's help him. I'm gonna use my hunting rifle, maybe I can make some damage. Where are the people? Where? I see somebody. Okay, that could be a bad idea. Wait, there's somebody up there. Do you hear me, Bob? Can you copy? Yeah, I'm sneaking through. Please be careful. I'm down here and I think I see a soldier from Caesar's Legion. I'm gonna shoot. Please be careful, Bob. I lost them. Oh, they're down a different building. Damn. Okay, wait, I'm gonna shoot. Yeah. I hit him, Bob. Okay, he's retreating. He's going back inside the building. Bob, you hear me? Bob, are you okay? Oh no, I heard an explosion. Oh, it's starting now. The attack is starting now. Bob, do you hear me? There's somebody over there. Don't try shooting, get back. Oh, they're shooting back. Leo, run. Oh, let's get out of here, Leo. Oh my god. Leo? Leo, where are you? Oh, I lost Leo.
Leo, Bob, does somebody hear me? Oh, I'm scared. I'm so scared. Oh no, explosions. Durch die Schüsse mit meinem Jagdgewehr wussten sie, wo sich Leo und ich aufhielten. Ich rannte los, als ich vor mir ein paar Granatenexplosionen hörte. Durch die Dunkelheit verlor ich Leo aus den Augen. Da wir beide getrennt wurden, musste ich mich erst einmal verstecken und rannte zu einem Lagerhaus. Hier schien zum Glück niemand zu sein. Ich versuchte währenddessen Leo und Bob anzufunken, aber sie schienen nicht reagieren zu können. Aus der Entfernung hörte ich weitere Schüsse. Der Kampf schien noch nicht vorbei zu sein, aber trotzdem wollte ich nachschauen. Ich hoffte, Leo und Bob hatten den Angriff überlebt. Ich war verzweifelt und konnte nicht klar denken. Waren wir zu spät gekommen, um der Bruderschaft zu helfen? Ich war mir aber sicher, dass wenn ich jetzt irgendwie helfen könnte, die Bruderschaft uns Unterstützung auf der Jagd nach Tricolor geben würde. That somebody can hear me on the walkie-talkie. Leo, do you hear me? Bob, do you hear me? Is somebody there? Oh no, what happened? Hello? I don't think I'm gonna Bob. make it. Bob! No, Bob! Wait. We're gonna help you somehow. I'm over off on the side. Oh, you're on the side. Okay, wait. We're gonna try to come to you. So good. Wait. You can make it. You can make it, Bob. I see the light. Bob, you know there's your family at home. We're gonna save you. Don't worry. I don't want to go. Cool. No, you don't. Bob? Bob? Bob hatte es nicht geschafft. Er hatte sich für die Bruderschaft geopfert. Ich schwor mir, dass sein Opfer nicht umsonst gewesen sein wird. Wir warteten alle gemeinsam unterhalb des Luftschiffes, bis wir von oben Bescheid bekommen würden. Wir waren alle sehr angespannt. Plötzlich bemerkte ich etwas. Mit uns hier unten war jemand, der die Ausrüstung der Raiders trug. Ich war mir sicher, dass es ein Krieger von Tricolor war. Wait a second. Hey, you over there. Why do you have radar clothes? Hello? Hello? You are with Tricolor, right? I saw you before. I'm not sure. You're not sure if you're with Tricolor? I'm literally with the Brotherhood. Are you not? No, you are not with the Brotherhood. You have radar clothes. What? Can you please take your helmet off? I was literally brought here to fight. Wait. Tell him to take his helmet off. Behind the little wood wall. Take your mask off. No, I am not. Take your mask off. Literally Take your mask robbed me, off. bro. Chill. Take your mask off. Take your mask off. I know you. No. I know this guy. Oh my god, it's Golden Knight, bro. Yeah, no you way. robbed No, me. I am not, bro. Chill. No, you robbed me, you little rat. Do we open fire? Wait. Don't shoot him. Don't shoot him. Oh, he fell down. Oh, watch out. A lot of ghouls. That's not Tricolors. He robbed me. Him and his teammates left me behind to die. It's not Tricolors. Wait, come down. I'm gonna help you. Where? Wait, I'm gonna rest you. Wait a second. So you promise you are not with Tricolor? Wait, I'm gonna rest you back. Listen, what's the I can clear up any misunderstanding. I thought you were with Tricolor, but the other guy has another problem with you. Alright, so I've been with this. What did you say? Alright. Thanks for the res, man. Wait, what is your name? It's Benzel. Wait, Benzo. Wait a second. Maybe I have some stuff for you. Here. Hell no. Thank you. Alright. You let him live up to Golden that? Knight, man, Hell no. you take that up with him, man. No, don't shoot him, don't shoot him. Let him go. Let him go. Ich ließ ihn entkommen. Ich konnte nicht mit ansehen, wie jemand auf dem Boden zurückgelassen wurde. Er war aber nicht der Einzige, der einen Angriff überlebt hatte. Bob, you're alive! I got Bob? Jesus. The elder got me. Bob, nice. do you know where Survivor and Walker are? I'm trying to find them. I don't know where they went. They went in that building. Oh my god, Bob, Bob survived, I saw Leo? them. They were over here before I got knocked down. I'm saying thank you for the help. Brotherhood will be thankful for all the effort you did in helping us out. Bob erzählte dem Anführer der Bruderschaft, dass ich bei der Verteidigung geholfen habe und sie wollten mich daher nach oben lassen. Vorher musste ich aber etwas Erschreckendes feststellen. Protagons war mir zuvor gekommen. Die Bruderschaft konnte nicht ahnen, dass Protagons ein Verbündeter der Raider war. Ich wollte sie warnen, doch Protagons und seine Leute ließen es nicht zu, dass ich die Wahrheit aussprechen würde. Ich schlich mich an, um sie etwas zu belauschen und fand heraus, dass sie irgendeine Vault looten wollten, dass sich dort irgendwelche Launch Keys befinden würden. Letztendlich entschied ich mich, zurück zum Luftschiff zu laufen und an der Kette nach oben zu klettern. Der Anführer der Bruderschaft musste von dem Bündnis zwischen Tricolor und Protagons wissen. Ich vertraute auf Bobs Worte, dass der Anführer bereit war, mit mir zu sprechen. Hoffentlich würde es von oben nicht wieder Kugeln regnen. Leo und ich erreichten das Luftschiff und uns wurde gesagt, dass wir bis zum Morgengrauen warten sollten. Wir unterhielten uns mit den anderen Mitgliedern der Bruderschaft und sie sagten uns, dass sie sich auf einen großen Kampf vorbereiten würden. Ich wollte mit Bob reden, aber er schien auf irgendeiner Mission zu sein. Von daher blieb Leo und mir nichts anderes übrig, als zu warten. Dann, am Morgengrauen, tauchte der Anführer der Bruderschaft auf. We must find any raiders there and we must take them down. They've already attacked us once, and we will not let that go again. We will seek justice for their crimes.
We're gonna hunt the raiders. Long live the Brotherhood! Long live the Brotherhood. Yeah. 4 a.m. Alright, let's go. Do you require any gear? Oh yeah, that would be very nice. Do you have something? Offer you some weapons. Please follow me. Alright, I'm gonna follow you. Leo, let's go. You should stay behind. Okay, I'm gonna follow you. Wait, can I come inside? Yes. Yeah. It initiates. Okay. Stay back here. I'm here to tell you every information I've got, and you're gonna be surprised about it. Ich befand mich in der Kommandozentrale der Bruderschaft. Ich sollte dem Anführer alles erzählen, was ich über Tricolor und Protagons wusste. Er bot mir an, mir und Leo Ausrüstung zu geben. Soldaten konnte er nicht mitschicken, da diese für einen großen Kampf gebraucht wurden. Er war aber nur bereit, mir zu helfen, wenn ich meine absolute Treue der Brotherhood of Steel schwören würde. Do you swear that if you ever betray the Brotherhood, that you will be dealt with accordingly? Yes, I swear. I swear to the Brotherhood. Please take your new uniform and new weapons. Thank you very much. I'm gonna use all this equipment to hunt down Tricolor. Oh, we got some help, Leo. Yeah, I like that. Yeah, gonna talk to the leader of the Brotherhood. Leo, please take a seat. Da wir halb am Verhungern waren, bot uns der Anführer an, uns ein paar Bohnen aus der Dose zu schenken. Wir nahmen natürlich dankend an, denn Konserven waren meistens nicht verstrahlt und sättigten für einen langen Zeitraum. Leo und ich waren bereit, endlich die Jagd auf Tricolor zu beginnen. Wir nahmen die Waffen, die Ausrüstung und die Nahrung dankend an und machten uns auf den Weg. Außerhalb der Kommandozentrale sprach ich noch einmal kurz mit Bob, der von seiner Mission gerade zurückkam. Er wünschte mir alles Gute und sagte mir, dass er sein Walkie-Talkie für Notfälle auf Kanal 100 eingestellt lassen würde. So konnten wir auch im Ödland, sollte das Walkie-Talkie die Reichweite schaffen, kommunizieren. Als ich dann nach unten steigen wollte, traute ich meinen Augen kaum. Leo, let's go. We're gonna hunt. Oh my god. That's impossible. Pedro! Highest ranking. You survived, Pedro? Oh my god. Elder's not here. How is this possible? Leo! Do you see this? Leo, Pedro is alive! Yeah. Oh my god, Pedro. Genauso wie wir schloss sich Pedro der Bruderschaft an. Er war jetzt ein Soldat, der gewisse Aufgaben für den Anführer erledigen sollte. Leo und ich verabschiedeten uns von Pedro und hofften, ihn bald unter besseren Umständen treffen zu können. Unsere Aufgabe war es jetzt, Tricolor ausfindig zu machen und ihn und seine Leute zu eliminieren. Wir kletterten also wieder vom Luftschiff hinunter und machten uns auf den Weg in Richtung Jackson. Unser erstes Ziel war unser altes Versteck. Wir waren uns aber nicht sicher, ob er sich trotz des Luftangriffes dort noch aufhalten würde, denn schließlich brauchte er für seine Raider-Armee einen Außenposten. Der Anführer der Bruderschaft sagte uns auch etwas davon, dass sie bald einen Kampf gegen alle Raider starten würden. Wenn Leo und ich es schaffen würden, vorher Tricolor zu eliminieren, könnten wir vielleicht diesen großen Krieg verhindern, bei dem zu viele Menschen sinnlos ums Leben kommen würden. Wir erreichten die Farm, die wir schon einmal gelootet hatten. Waren wir auf dem richtigen Weg? Wir konnten uns nur schwer orientieren und hätten den Anführer der Bruderschaft nach einer richtigen Karte fragen sollen. Aber bevor wir weiterzogen, wollten wir unsere Ausrüstung noch etwas weiter verbessern. Wir fanden eine große Höhle. Ich sah vom Weiten schon ein paar Erze glänzen, aber irgendwie hatten es Ghule hier reingeschafft, obwohl der Eingang der Höhle verschlossen war. Vielleicht gab es ja irgendwo noch einen anderen Zugang. Wir blieben eine ganze Weile unter der Erde und suchten nach Diamanten. Unser Helm war schon auf dem Elite-Level der Bruderschaftsausrüstung. Wir wollten aber noch die restlichen Teile unserer Ausrüstung verbessern. Außerdem waren wir hier bis auf ein paar Ghule, die umherirrten, sicher, denn den Eingang zu unserer Mine hatten wir unter dem Bus gegraben. Nachdem wir es geschafft hatten, unsere ganze Ausrüstung zu verbessern, zogen wir umher und suchten nach Tricolor. Die meisten Menschen, denen wir begegneten, wurden bereits von Tricolor überfallen und ausgeraubt. Einige Gruppen wurden getrennt. Die eine Hälfte schloss sich den Raidern an und die andere Hälfte floh. Dadurch wurden aus Freunden Feinde. So konnte das nicht weitergehen. Wir mussten Tricolor aufhalten. Wir liefen immer weiter und fanden dann tatsächlich eine weitere Fraktion, die sich im Ödland gebildet hatte. Wir durften dort einen Tag bleiben und uns stärken. Wir zogen dann aber am nächsten Morgen weiter. Wir erreichten beim Sonnenuntergang Junction. Hier konnten wir einige Raider belauschen, die davon sprachen, dass es in dem Nuka-Cola Vergnügungspark bald eine Auktion geben würde. Tricolor würde auch dorthin kommen, denn der finale Preis der Auktion war etwas, worauf es alle Fraktionen abgesehen hatten. Wir zogen also weiter in Richtung Nuka-Cola World. Als wir die Mauern des Vergnügungsparks sahen, kamen die alten Erinnerungen wieder zurück. Würden wir uns hier endlich an den Taten von Tricolor rächen können? Wir mussten vorsichtig sein, denn nicht nur wir wussten von der Auktion. Es würden wahrscheinlich Soldaten von allen Parteien hier auftauchen, um das wertvolle Item erhalten zu können. Was dieses Item war, wussten Leo und ich noch nicht, wir sollten es aber bald herausfinden. Durch Zufall trafen wir hier auch auf Pedro. Er hatte vom Anführer der Bruderschaft die Aufgabe bekommen, sich um das Item zu kümmern. Er verriet uns im Geheim, dass es sich um eine Schlüsselkarte für eine Atombombe handelte. Ich konnte nicht glauben, was ich da gehört habe. Sollte diese Schlüsselkarte in die Hände von Tricolor kommen, hätten wir alle ein großes Problem. Sobald die Auktion startete, tauchte auch plötzlich Tricolor am Horizont auf. Leo und ich hatten uns in einem der Türme versteckt und warteten nur darauf, freies Schussfeld auf Tricolor zu haben. Das Problem an der ganzen Situation war, dass Tricolor noch seine ganzen Soldaten dabei hatte. Wir mussten auf den richtigen Moment warten, in dem Tricolor unaufmerksam sein würde. In unserer jetzigen Situation waren wir zu nah an der Auktion. Tricolor ließ sich Zeit, das Gelände zu betreten, denn er wusste, er bräuchte nur das letzte Item. Wir wollten auf Nummer sicher gehen. Er dürfte uns auf keinen Fall erkennen, denn sonst würde unser Plan nicht funktionieren. Ich suchte mir einen neuen Ort, von wo aus ich freie Sicht hatte. Von hier aus konnte ich zwar nicht mehr hören, um was es bei der Auktion ging, aber wenigstens konnte ich Tricolor sehen. Wenn ich aber jetzt mein Gewehr abfeuern würde, dann würde es für alle Beteiligten nicht gut ausgehen. Das konnte ich niemand dort unten antun und Leo und ich wollten wieder zurück zur Bruderschaft und ihnen von Tricolors Vorhaben erzählen.
Sobald die Auktion beendet wurde und Tricolor wieder mit seinen Leuten verschwand, warteten wir auf Petro und gingen gemeinsam wieder zurück. Petro sagte uns, dass die Schlüsselkarte für die Atombombe von einer anderen Person ersteigert wurde, die nichts mit Tricolor am Hut hatte. Das glaubten wir zumindest. Da wir jetzt die ungefähre Position der Raider kannten, wollten wir die Bruderschaft um Verstärkung bitten. Der Anführer und seine Soldaten kamen vom Haus neben dem Luftschiff und zielten mit den Gewehren nach unten. Anscheinend stand ein großer Angriff bevor. Die Raider hatten sich entschieden, den Angriff auf die Bruderschaft zu wagen. Aber warum das denn? Sie hatten doch keine richtige Waffe, um hier oben effektiv angreifen zu können. Der Anführer der Bruderschaft kehrte zu seiner Kommandozentrale zurück und irgendjemand sagte etwas davon, dass gleich der Angriff der Raider stattfinden würde. Es wurde auf einmal still. Zu still. Wir alle richteten unseren Blick nach oben, denn von oben hörten wir auf einmal ein merkwürdiges Pfeifen. Oh, was war das? Oh nein! Ah! My legs! I don't feel my legs! Oh, my head! Oh! Was ist passiert? Leo! Bob! Does somebody hear me? I don't think I'm gonna make it. The bomb! There was... The bomb! The Raiders! Help! Oh my god, I see the sunrise. One last time. There's somebody. Some people down there. Hello, help! I'm here! Do you hear me? Wait, I'm gonna use my gun. Maybe they're gonna hear me. Hello! I'm here! Help! Wait, no! That is Protagons! The traitor! Es hatte mich erwischt. Ich war genau dort, wo die Bombe aufkam und konnte es nicht überleben. Es blieb nur eine riesige Ruine zurück. Leo überlebte die Explosion und zog weiter. An der Stelle, an der wir uns das erste Mal begegnet sind, errichtete er mir ein Grab. Ich hoffe, dass es ihm da draußen im Ödland gut geht.